Hallo Miriam, herzlich willkommen bei Chronisch Ehrlich. So schön, dass du da bist und uns deine Geschichte erzählst. Ja, danke schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich. Das ist wirklich so schön. Wir hatten ja schon mal ein Gespräch und ich war einfach so beeindruckt von deiner Geschichte und von deiner Willenskraft. Das ist unglaublich, wenn man dir so folgt, die ganzen Stationen, die du durchgemacht hast und ja, wo du jetzt heute stehst und auch einfach so positiv geblieben bist. Das ist einfach unglaublich inspirierend. Und ich freue mich schon, dass wir das jetzt für mehr Zuschauer bereitstellen dürfen. Möchtest du kurz noch etwas über dich sagen, bevor wir in deine Krankheitsgeschichte eintauchen? Ja, also ich heiße Miriam, ich bin 42 Jahre alt und ich bin verheiratet, habe keine Kinder, leider nicht bekommen, wohne mit meinem Mann in der Nähe von Hamburg und bin vom Beruf Erzieherin. Ja, genau. So viel zu mir. Ja, dann tauchen wir gleich ein in deine Krankheitsgeschichte. Wie hat alles angefangen? Also ich war noch nie wirklich gesund. Ich hatte schon als Kind Neurodermitis, so schlimm, dass ich oft auf den Hacken gelaufen bin, weil die Füße einfach so aufgeplatzt waren. Ich hatte viel Mittelohrentzündung als Kind und war immer irgendwie so ein bisschen anfällig und immer das Sorgenkind der Familie. Ich bin die jüngste von 4 Kindern. Ich bin das einzigste Mädchen und das war halt irgendwie auffällig, dass ich so immer irgendwas hatte. Und ich war auch noch nie so richtig belastbar. Ich kann mich erinnern, wenn ich von Klassenausflügen oder Tagesausflügen nach Hause kam, dann war ich schon als Kind platt. Dann musste ich mich hinlegen und meine Konzentration war nicht da. So. Aber das hielt sich alles irgendwie noch so im Rahmen. Man hat halt so gesagt, okay, das ist bei mir so. Ich habe Cremes bekommen für die Neurodermitis und das war es dann auch erstmal. Und als ich 13 war, habe ich eine ganz schwere Leberentzündung bekommen, die aber damals als Grippe diagnostiziert worden ist. Und ich habe das dann verschleppt sozusagen, habe dann ganz gelbe Augen bekommen, die Leber hat geschmerzt und ich lag wirklich 14 Tage im Bett. Und dann sind wir nochmal zu einem anderen Arzt und der hat die Leber untersucht und hat gesagt, ich hätte eine Leber wie ein Säufer. Und dann dachte man, ich hätte eine Hepatitis B. Das war so der Kenntnisstand damals von den Ärzten. Und keiner konnte sich erklären, woher, weil Hepatitis B wird ja meistens durch Geschlechtsverkehr oder Blut übertragen, Schmierblut. Und damit hatte ich in dem Alter einfach keinen Kontakt. Und dabei blieb es dann aber auch. Ich habe dann Antibiotika bekommen und dann ging es mir irgendwann besser. Ja. So. Aber das war auch der Zeitpunkt nach dieser Infektion, so dann nochmal ab 18, dass es eigentlich von Jahr zu Jahr schlechter wurde. Also ich habe ganz schlimm Neurodermitis bekommen. Ich habe immer Entzündungen im Körper gehabt. Ich habe schlechte Zähne gehabt. Ich saß schon damals ständig beim Zahnarzt. Ich habe Infektionen gehabt, Blasenentzündung, Scheidenpilz, alles, was mit Infektionen irgendwie in Verbindung kam, habe ich mir eingefangen. Ich kann mich dann erinnern, dass ich mit Anfang 20 so eine schwere Infektion hatte, dass die ganzen Drüsen angeschwollen waren und ich richtige Eiterblasen unter den Füßen hatte, sodass ich gar nicht laufen konnte. Ich bin dann auf Krücken gelaufen. Und auch dann habe ich wieder Antibiotika gekriegt.
Und ich sag mal so, in der Zeit von 20 bis 30 war ich eigentlich mindestens einmal im Jahr in der Hautklinik. Der Körper ist völlig ausgerastet. Ich war bei 1000 Ärzten, weil ich ja immer irgendwas hatte. Also ich war schon in der Familie, ja, Miriam, hat schon wieder irgendwas. Und so blieb das dann halt auch erstmal und ich habe dann damit gelebt. So. Ja. Ja. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt, ich war ungefähr 20 Jahre alt, ich habe dann meine Ausbildung beendet und habe Vollzeit gearbeitet und habe das aber gar nicht geschafft. Also ich habe mittags in meiner Pause musste ich mich irgendwo hinlegen oder in den Familien, wo ich gearbeitet habe, habe ich, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hatte, habe ich auch versucht zu schlafen, weil ich nicht wusste, wie ich den Tag beenden sollte. Also mein Akku hat immer nur gerade so bis mittags gereicht. Gerade so, ja. Das war mein Leben. Das habe ich irgendwie als normal empfunden, obwohl ich wusste, das ist nicht normal. Ja, ja, das ist ein mega frustrierender Zustand, gell? Wenn man auch merkt, Ja. die anderen überholen einen auf der Autobahn des Lebens und man weiß einfach nicht, was das soll, welches Benzin einem fehlt. Ja, genau. Ja. Dann habe ich natürlich auch Psychotherapien gemacht, weil die Ärzte mir ja immer gesagt haben, anhand des Blutbildes, es ist alles in Ordnung, Sie sind total gesund. Ja, aber ich habe mich überhaupt gar nicht so gefühlt. Aber weil die Ärzte das ja gesagt haben, habe ich gedacht, okay, dann liegt es an meiner Familiengeschichte, es liegt an mir, also habe ich Therapie angefangen, habe alles aufgeräumt, was irgendwie aufzuräumen war, aber es wurde halt nicht besser. So. Ja. Also der körperliche Zustand ist trotzdem so geblieben. Daran hatte sich nichts geändert. Ja. Und irgendwann hast du nun mal alles aufgeräumt und beseitigt und bereinigt, aber wie gesagt, es hat nichts an meinem Zustand, an dem körperlichen Zustand geändert. Ja. Ich habe gearbeitet und das Wochenende brauchte ich, damit ich also mich erholen kann, damit ich montags wieder arbeiten kann. So. Mein Leben bestand irgendwie aus Arbeiten und sich erholen, damit man halt wieder irgendwie für die neue Woche funktioniert. So. Aber ich hatte nie das Gefühl von Kraft oder von auch Freude an etwas haben, weil ich immer Füße wie Beton hatte. Ja. So. Ja. Und das blieb dann halt auch erstmal, das blieb dann so, bis ich 30 wurde. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und dann haben wir die ersten 2 Jahre, also waren wir zu zweit und dann hatten wir Kinderwunsch. Zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, schon, ich glaube, in meiner 3. Reha, weil ich ja immer so kraftlos war. Und dann habe ich habe als Erzieherin im Kindergarten gearbeitet und merkte diese ganze Geräuschkulisse, dieses viele um mich rum, das erschlägt mich total. Das raubt mir so derart viel Energie, ich muss da was ändern. Und habe dann Stunden reduziert, aber es wurde halt nicht besser. Ja. So. Mein Zustand blieb immer noch so schlecht. Ich hatte keine Kraft. Ich hatte noch weniger Kraft als vorher. Die Wochenenden waren immer nur dafür da, auf der Couch zu liegen und sich irgendwie wiederherzustellen für Montag, für die Arbeit. Also ich hatte keine Kraft für Freunde oder soziale Beziehungen aufbauen. Das ist alles hinten rübergefallen. Ja. Ja, und dann bin ich das erste Mal schwanger geworden und habe das Kind aber dann in der 6. Woche verloren und hatte dann noch 2 weitere Fehlgeburten. Da war ich dann
schlussendlich 35 und würde heute zum Beispiel im Nachhinein auch mich viel eher auf den Weg machen, weil ich schon gemerkt habe, da stimmt was nicht, sonst würde der Körper das Kind ja halten können, aber auch da habe ich mich einfach auf die Ärzte verlassen, die dann gesagt haben, das ist normal, der Körper sortiert aus, beim nächsten Mal klappt es bestimmt und so ist halt unglaublich viel Zeit wieder ins Land gegangen. Und dann haben wir uns aber auf den Weg gemacht und da habe ich die Diagnose Hashimoto bekommen. Ja. Mein Entzündungswert lag damals bei 5000 und ein normaler Wert ist unter 100. Aber da fragt man sich doch auch, wie viele Jahre wurde dieser Wert nicht gesehen, weil der geht ja nicht von 500 auf 5000 hoch. Ja, genau. Also das muss schon unheimlich lange in meinem Körper auch getobt haben, aber es hat halt niemand hingeguckt. Also wurden Und dann, die großen Laborbilder gemacht oder wurde... nee, ich war einfach auch zu jung, sage ich mal, um mich dagegen zu stellen und habe so wie alle anderen den Ärzten vertraut, weil die werden es ja wissen. Ich bin ja der Patient, das sind ja die Ärzte, die Fachleute, die werden es ja wissen, was sie tun. Und deswegen habe ich das auch nicht so groß hinterfragt. Ich habe das schon versucht und habe das auch in Frage gestellt, aber schlussendlich musste ich mich ja auf die Aussagen der Ärzte verlassen. Und als ich das Ergebnis bekam, dass ich Hashimoto habe, habe ich einen Brief nach Hause bekommen. Da war ein Rezept drin, da stand die Diagnose drin. Und damit sollte ich jetzt leben. Und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und da war mein Start, dass ich mich angefangen habe zu beschäftigen, was ist das überhaupt? Und woher kommt das? Das waren so meine ersten Bücher zum Thema. Und wie kann ich da überhaupt wieder rauskommen oder was kann ich machen? Und es hieß damals, es ist eine kleine Stellschraube, damit ich schwanger werden kann, dass ich L-Tyroxin nehme und dann wird alles gut. Und so war es dann eigentlich, ich sag mal, vom Alter 35 bis 40 kamen immer wieder neue Diagnosen. Dann hatte ich eine Wand in der Gebärmutter, Insulinresistenz, die Neurodermitis wurde schlimmer, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Allergien, Intoleranzen, Medikamentenunverträglichkeit, Rückenschmerzen. Ich kann das alles gar nicht aufzählen. Das waren so lange Listen, dass selbst Ärzte gesagt haben, das ist aber ganz schön viel, was Sie haben. Ja, habe ich gesagt, das ist ganz schön viel, aber was ist denn der Grund? Ja. Und den konnte mir halt keiner sagen. Und dann habe ich mich halt selber auf den Weg gemacht. Ich bin dann eingestellt worden. Dann hast du dich selber auf den Weg gemacht. Wie alt warst du dann unterdessen? 35. Ja. Nach der 3. Fehlgeburt. Nachdem ich so vom Gefühl wusste, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, der Körper ist so krank, irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Und es konnte mir halt keiner helfen. Das ist auch so ein Prozess. Also bei dir war mal die Trauer, Verlust von den eigenen Kindern und dann sich noch eingestehen zu müssen, dass man schwer erkrankt ist. Das sind ja beides so Prozesse der Annahme, das kostet auch noch mal so viel Kraft. Ja, genau. Also die kompletten 30er bei mir waren eigentlich nur geprägt von Trauer, von Verlust, von Schmerz, Begrenzung des eigenen Körpers. Also das ist so, wie du sagst. Also ich hatte einerseits
meinen Kinderwunsch zu betrauern. Ja, die 3 Fehlgeburten, die für mich sehr traumatisch waren, weil die mich aus dem Nichts quasi getroffen haben. Ja. Parallel bin ich immer kränker geworden, musste dann Ende 2013 mir wirklich auch eingestehen, ich kann nicht mehr. Ich hatte schon 50 Krankheitstage. Mein Arbeitgeber kam schon auf mich zu und sagte, wir müssen da mal sprechen. Ich habe dann gemerkt, wenn ich jetzt nicht die Reißleine ziehe, ich kam gar nicht mehr die Treppe hoch nachmittags. Ich hatte die Kraft nicht. In meinem Körper wütete so ein Entzündungskampf. Es ging einfach nichts mehr. Mhm. Und ich bin dann zu meinem Hausarzt und habe zu ihm gesagt, also entweder Sie unterstützen mich, aber ich kündige auch alleine, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich gekündigt, weil ich wirklich am Ende meiner Kräfte war, parallel noch mit dem Kinderwunsch. Ja? Also es waren so viele Baustellen gleichzeitig. Es war einfach, ich war am Boden, körperlich und auch psychisch. Es ging nichts mehr. Mhm. Und der hat mich dann Gott sei Dank unterstützt und ich war damals noch so in der Annahme, ich habe zu meinem Arzt gesagt, naja, ich denke, so in einem halben Jahr bin ich wieder fit. Und wir haben jetzt 2020, ja, das sind Ende 2013 bis jetzt ist länger als ein halbes Jahr. Ja. Und ich bin dann erstmal ganz lange krankgeschrieben worden und bei uns in Deutschland ist es so, du wirst dann ich glaube, nach 13 Monaten ausgesteuert von der Krankenkasse, du bekommst dann kein Geld mehr. Und es ging mir aber immer noch nicht besser. Also ich saß immer noch beim Endokrinologen und habe ihm immer noch gesagt, es geht mir immer noch nicht besser. Ich fahre mit den Schilddrüsenhormonen Achterbahn. Ich bin von Überfunktion in Unterfunktion, aber es ging mir immer schlecht, aber immer anders. Aber es ging mir nie gut. Ja. Und ich habe immer gedacht, nächstes Jahr kann ich wieder arbeiten, nächstes Jahr wird es besser. Und so verging ein Jahr nach dem anderen. Und ich habe mich irgendwie versucht, einfach, ja, ich habe weiter geforscht, weiter geguckt, bin weiter zu Ärzten. Das, was man halt so macht als chronisch Erkrankte, gell? Das, was man halt so macht als chronisch Erkrankte. Weiter forschen, weiter Termine vereinbaren, hier zu dem Arzt, man hat hier was gehört, hier liest man was. Also ich kam mir vor, als hätte ich einen Job, ja. Ja. Es ist ein Fulltime-Job. Ja. Krank zu sein ist ein Fulltime-Job. Ja. Also ich bin morgens mit der Rush-Hour mit den Leuten an der S-Bahn zum Arzt und nachmittags zurück und hätte nie jemand gemerkt, dass ich sah aus wie jemand, der einer Tätigkeit nachgeht. Und wenn ich dann die Listen ausgedruckt habe für die Rente, also und habe selber gesehen, wie viele Termine dann sind, habe ich gedacht, also es ist unglaublich, ja. Also ich habe nie in dieser ganzen Zeit Langeweile gehabt, nie. Ich war ja immer bei Ärzten, ne? So. Ich war ja total beschäftigt. Immer auf der Suche nach jemandem, der über den Tellerrand blickt und der die Zusammenhänge versteht. Ich hatte die Zusammenhänge erkannt, aber ich konnte sie nicht miteinander verknüpfen. Das war mein Problem. Mir ist ja selber aufgefallen, hier stimmt ja was nicht. Aber diese ganzen Hintergründe, ich wusste nicht, woher das kommt und deswegen wusste ich auch nicht, was ich tun soll. Ja, und das war dann so bis 2016. Also der Kinderwunsch, der war schon ganz weit in den Hintergrund gerückt, darum ging es schon gar nicht mehr. Es ging zu dem Zeitpunkt einfach nur überhaupt wieder irgendwie Gesundheit wiederfinden. Ja. Oder von mir aus auch eine Tablette finden, die mir hilft. Definitiv. Aber irgendwas, was hilft. Mhm. Ja? Weil meine Aussicht war 2016,
ich werde berentet bis zum Lebensende. Das war meine Aussicht. Ja, hallo Miriam, wir hatten ja jetzt kurz eine Unterbrechung, weil dein Computer sich selbst runtergefahren hat. Jetzt machen wir halt auf dem Handy weiter. Ja, wie ging es weiter? Es war gerade mega spannend in der Geschichte. Ja, ich muss noch mal kurz überlegen. Also genau, ich war dann in der Rente und so blieb es dann auch, weil mein Zustand hatte sich ja nicht gebessert. Ich war immer noch erschöpft, ich habe immer noch mit Entzündungen gekämpft. Ich hatte zwar schon einiges ausprobiert, auch Ernährungsformen, Paleo und alles, was man so in Richtung entzündungslindernd machen kann, aber ich hatte nicht richtige Erfolge. Ich bin dann eigentlich immer weiter noch zu Ärzten getingelt, weil jeder hatte ja immer noch eine Idee, Ja. aber es hat sich dann nichts geändert im Großen und Ganzen. Es hat sich immer nur verändert. Und dann habe ich mich mit einer Freundin unterhalten, die hat dann zu mir gesagt, Mensch, das, was du beschreibst, das erinnert mich irgendwie an meine Mutter und die hat HPU. Es ist ja auch inzwischen so ein bisschen so ein Modewort geworden. Wenn man nicht weiß, was es ist, dann ist es HPU. Aber für mich war das der Anfang von einem ganz großen Wechsel so in meiner Geschichte, weil das allererste Mal habe ich meine Nährstoffe und meine Mineralien nachgucken lassen. Da hat vorher nie ein Arzt drauf geguckt. Und ich bin dann zu einem Privatarzt und der hat das nachgeguckt und ich war eigentlich in jedem Bereich wirklich im Mangel. Und ich glaube, das ist auch schon eine ganz lange Zeit so gewesen. Mhm. Aber die normalen Ärzte gucken ja nicht hin. Und dann habe ich mich angefangen zu beschäftigen mit HPU, mit Stoffwechselstörungen. Und dann bin ich endlich so auf die richtige Spur gekommen. Mhm. Aber meine Liste war immer noch so lang von Erkrankungen, dass der Arzt, es war ein ganzheitlicher Arzt, der mich behandelt hat, gesagt hat, also das ist so viel bei Ihnen. Ich möchte Sie gerne mal zu einem Humangenetiker schicken, dass der mal hinguckt. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und der hat dann festgestellt, dass ich eine genetische Entgiftungsstörung der Leber habe. Mir fehlen 2 Enzyme. Ich habe das immer so für mich erklärt, das ist wie eine Kläranlage, die 3 Ausgänge hat, aber nur einer funktioniert. Und wenn man sich dann vorstellt, was mein Körper die letzten Jahrzehnte aushalten musste und es immer nur einen Ausgang gibt, der nur auch so schleppend funktioniert, dann ist doch klar, dass der Körper einfach total krank ist. Mhm. Das war für mich ein großer Meilenstein, weil endlich konnte ich irgendwo ansetzen und konnte was verbessern. Und dann habe ich angefangen, mit den Nährstoffen sie aufzufüllen. Und das ging am Anfang, ja, die ersten 2 Jahre nur ganz, ganz schleppend. Der Körper hat sofort zugemacht. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, durch die Entgiftung, es bewegt sich endlich was. Mhm. Und das blieb dann so bis 2019. Damit war ich dann erstmal 2,5 Jahre beschäftigt. Ja, und ich hatte zumindest einen kleinen Erfolg, sodass ich wieder 10 Stunden arbeiten konnte und mich mittags nicht mehr hinlegen musste. Ja, also das waren die Jahre vorher. Ich habe bis mittags meine Dinge erledigt, dann musste ich 3 Stunden schlafen, damit ich überhaupt den Tag beenden kann. So. Ja. Und das hatte sich schon mal halt verändert. Ja, dass ich nicht mehr jeden Tag meinen Mittagsschlaf brauchte, dass ich ein bisschen mehr Kraft hatte, aber es war trotzdem noch nicht gut. Und Ja. ich hatte auch noch keine Ahnung von Epstein-Barr-Virus. Da hat nie jemand drüber gesprochen. Und es hat auch nie jemand erwähnt. Ich hatte wohl in der Vergangenheit immer mal Kontakte mit Heilpraktikern und wenn die mich untersucht haben, dann haben die immer gesagt, die Leber. Mhm. Ich habe das auch immer bei den Ärzten gesagt. Ich habe gesagt, ich hatte mit 13 eine Infektion und das muss mit der Leber zusammenhängen. Aber meine Leberwerte waren immer super.
Die waren top. Und deswegen hat da auch nie jemand weiter nachgeguckt. Ja. Ja, und dann bin ich die letzten 2 Jahre bei diesem ganzheitlichen Mediziner gewesen, aber auch der kam an seine Grenzen und hat dann zu mir gesagt, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Das Einzige, was Sie noch versuchen könnten, wäre Medical Medium, Anthony William. So habe ich das erste Mal von Anthony William überhaupt erfahren. Mhm. Und dann habe ich mir diesen dicken Wälzer gekauft, mediale Medizin, und habe angefangen zu lesen. Und es hat mich aber total überfordert, weil es halt wirklich auch ein sehr, sehr gehaltvolles Buch ist, sage ich mal. Ich habe es dann wieder zur Seite gelegt. Und dann hatte ich letztes Jahr im September nochmal so ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte wieder so einen heißen Tipp von einer Bekannten, die gesagt hat, da ist ein Heilpraktiker, ein Arzt und der kann dir helfen. Der kann deine ganzen Allergien im Körper löschen. Und ich dachte so, okay, da fahre ich nochmal hin. Und das war richtig weit weg. Ich wohne ja in Hamburg und der war in Köln. Aber ich habe gedacht, okay, ich habe jetzt so viel ausprobiert. Das ist jetzt der letzte, zu dem ich fahre. Und aber immer wirklich mit der Hoffnung, der hilft dir jetzt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt saß ich schon die letzten 4 Jahre in zahnärztlicher Behandlung, weil mir hatten sich alle Zähne entzündet, alle Seiten- und Backenzähne mussten gezogen werden. Also ich sitze jetzt seit 2016 und kriege Keramikimplantate, weil ich so viele Materialunverträglichkeiten habe, dass man bei mir quasi gar nichts anderes verbauen kann als Keramik. Ich reagiere extremst über die Haut. Ich kann also ganz verheerend aussehen von jetzt auf gleich. Und habe ja vorhin schon gesagt, habe tausende Hautkliniken schon von innen gesehen und nie mit einem Ergebnis. Und diese Bekannte hat gesagt, fahr zu dem Arzt, der kann das löschen. Alles, was du hast, kann der löschen im Körper. Oh, dachte ich, toll, das ist meins. Alles wieder essen können, keine Allergien haben, da fahre ich hin. Und da bin ich dann hingefahren, hatte meinen Termin und er hat mich dann behandelt, auch kinesiologisch, und sagte dann zu mir, Sie haben zwar sehr viel, aber Sie können jetzt nach Hause fahren und alles essen. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, okay, also alles. Ja, Sie können alles essen, der Körper hat das jetzt vergessen. Ja, und das muss man mir halt nicht zweimal sagen. Ich habe also so viele Sachen nicht mehr essen dürfen. Ja, dann, wenn ich alles essen kann, dann mache ich das auch. Und dann ging das eine Woche gut. Und dann habe ich so einen Rückschlag erlebt, dass ich wirklich, ich glaube, 2 Wochen im Bett lag. Ich hatte am ganzen Körper Schmerzen. Ich habe jeden Muskel, jede Sehne gespürt. Ich hatte wirklich Depressionen. Ich lag im Bett und es ging mir so schlecht, dass ich mir wirklich von Herzen gewünscht habe, ich möchte morgen nicht mehr aufwachen müssen. Ich möchte so nicht mehr leben müssen. Also nicht, weil ich keinen Lebensmut habe, sondern weil es mir so körperlich so schlecht ging, dass ich gedacht habe, ich möchte wirklich sterben, als so leben zu müssen. Weil ich ja auch wusste, das ist so der letzte Arzt gewesen, den ich in Deutschland bereise. Ja, ich kann sonst noch wohin fahren, die anderen werden mir auch nicht helfen können. Also so schlecht ging es mir dann einfach. Und dann habe ich das Buch nochmal hervorgekramt von Anthony William, weil ich dann dachte, okay, es ist ein Versuch wert. Ich war bei allen Ärzten, bei allen Heilpraktikern. Ich habe sie alle durch. Ich bin von Kopf bis Fuß durchleuchtet worden. Niemand weiß eine Lösung. Ich versuche das jetzt. Mhm. Dann habe ich angefangen im Dezember mit Selleriesaft. Ja. Das war dann mein Beginn. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich einfach auch nur noch verzweifelt und hoffnungslos, weil
ich nicht wusste, wer soll mir jetzt noch helfen Ja. und wie soll ich überhaupt jemals wieder arbeiten können, was ich mir so sehr wünsche oder überhaupt ins Leben zurückfinden, ja, Dinge tun, die mir Spaß machen und wo ich auch körperlich in der Lage bin. Und das war ja alles seit Jahren nicht mehr gegeben. Ja, und das war so dann so der letzte Versuch, wo ich dachte, okay, was habe ich zu verlieren? Ich probiere es jetzt einfach. Mhm. Ja, das habe ich dann begonnen, auch recht langsam. Und die ersten 3 Wochen ging es mir richtig schlecht. Es kamen ganz viele traumatische Erinnerungen hoch. Ich hatte da richtig zu kämpfen. Aber ich merkte, dass es mir anfing, trotzdem besser zu gehen. Also das war so ein Gefühl, ich habe dir das, glaube ich, schon mal im Interview gesagt, als wenn einer das Licht angeknipst hat. Mhm. Auf einmal war ich wieder so klar im Kopf und konnte meine Gedanken wieder sortieren. Mhm. Ja, das waren so die Anfänge mit Anthony William. Ja. Ja, das Interessante, was du auch gerade ansprichst mit diesem, dass Traumatisches hochgekommen ist, das ist tatsächlich ein mega interessanter Ablauf, dass wenn man den Körper reinigt, dass wirklich alte Emotionen auch nochmal wie durch den ganzen Organismus gehen, bevor sie sich verabschieden. Und dass du Ja, das so erlebt hast, ja, das ist nämlich, da kann man schon auch erschrecken drüber, gell, weil man damit nicht wirklich rechnet. ja. Also ich kenne das auch durch andere Therapien, die ich halt auch durch den Verlust von Kindern gemacht habe, was ich auch immer jedem empfehlen würde, da wirklich, es ist so ein langer Prozess, auch in solchen Krankheiten, mit so einer Krankheit zu leben, da spielen so viele Dinge rein, aber trotzdem war das nochmal anders. Ich kann das nicht beschreiben. Auf jeden Fall passiert da ganz viel auf mentaler Ebene. Das ist ein Zustand, der hält ja immer noch an bei mir. Ne? Also man sagt ja auch immer, das geht so in Wellen. Und so kann ich das auch bestätigen. Aber es ist, als wenn jemand also etwas Neues auf deine Festplatte spielt. So. Es Mhm. läuft immer unbewusst weiter. Es kommen mal gute Phasen, mal schlechte Phasen, aber trotzdem, wenn ich überlege, was ich für eine Entwicklung gemacht habe, allein mental in dem letzten Dreivierteljahr, dann ist das einfach erstaunlich. So, dann erstaunt mich das einfach. Mhm. Und dann durch das Lesen des Buches ist mir erstmal bewusst geworden, dass ich diesen Epstein-Barr-Virus hatte, ja, mit 13 Jahren. Und das war ja genau der Zeitpunkt, wo es dann von Jahr zu Jahr schlechter ging. Und wenn man überlegt, ich werde jetzt 43, das heißt, die letzten 2 Jahrzehnte hat mein Körper mit diesem Virus gekämpft und konnte es einfach nicht bewältigen, dann ist ja klar, dass der Körper irgendwann die Flagge hisst und sagt so, ich kann jetzt nicht mehr. Also Mhm. ja, das war halt für mich nochmal so eine total große Erkenntnis, Mhm. was ich anderen auch wo ich ihnen so Mut machen möchte, nicht aufzugeben und einfach wirklich bei sich zu bleiben. Ich wusste das. Ich wusste nur nicht, woher es kommt und wie ich es verändern kann. Aber ich wusste, dass es nichts Psychisches ist, weil das ist ja immer allzu gerne so das Mittel der Wahl von Ärzten, die dann sagen, ja, sie sind halt so oder das ist psychosomatisch. Ja, natürlich spielt die Psyche mit rein. Wenn ich jahrzehntelang krank bin, Ja. natürlich bin ich dann am Boden. Ich habe das auch immer gesagt. Ich habe immer gesagt, zuerst war die Krankheit und die Schmerzen und dann wurde ich davon depressiv, weil ich mich nicht davon verabschieden konnte. Es war nicht die Depression und es kamen die Schmerzen. Ja, ja. Und ich habe jetzt vor einigen Tagen erst den Film Heal gesehen. Mhm. Und ich habe Rotz und Wasser geweint, weil der Film, wenn man das selber so erlebt hat, man wird so angetriggert von seiner eigenen Geschichte, aber auch von diesem unbändigen Willen, weil man weiß,
da ist irgendwas. Ja, und man hatte recht. Ich hatte recht, dass was nicht stimmt. Ich habe nur leider zu spät die richtigen Ärzte getroffen. Ja, also es ist erstaunlich. Meine Neurodermitis ist jetzt noch nicht ausgeheilt. Sie ist definitiv besser, aber es ist nicht so, dass es mir immer gut geht. Und ich bin jetzt mit 42 das erste Mal auf einen Arzt getroffen, einen Schulmediziner, der zu mir gesagt hat, als er mich sah und meine Symptome, sagte er, das ist sicherlich der Epstein-Barr-Virus gewesen. Und ich sage, ja, das glaube ich auch. Aber es ist halt sehr spät erkannt worden. Ne? Ja. Wie gehst du damit um, mit dieser Art von Trauer zu sagen, es ist sehr spät, wenn jetzt erst die Medizin anfängt zu realisieren, was so ein Virus ausmachen kann in einem Organismus? Weil für dich sind es verlorene Jahre, für dich sind es 3 Kinder, die du verloren hast. Ja, viele verlorene Jahre sind das. Ne? Also auch so, man sagt ja auch so die 30er, da ist man ja so mit am aktivsten, man setzt ganz viele Dinge um. Das ist mir alles geraubt worden. Also ich würde lügen, wenn ich sage, das ist vergangen, das macht mit mir nichts mehr. Also es gibt schon Momente, wo ich wirklich traurig bin, ja, wo ich wirklich traurig bin darüber, was mir alles geraubt worden ist, wie schwer der Weg auch war, mit wie viel Widerstand ich zu kämpfen hatte, was man mir alles andichten wollte, was ich hätte. Also ich kann mich erinnern, das Schlimmste, was man mir gesagt hat, war, Sie haben bestimmt Borderline. Also ohne irgendwelche Symptome oder ich habe in keine Kriterien gepasst, nur dass man es irgendwo einordnen konnte. Sowas. Einfach Hauptsache weg in eine andere Praxis. Ja. Was? Ja, Hauptsache weg in eine andere Praxis verschieben. Ja, oder Hauptsache irgendwie mich irgendwo einordnen können, weil man mit mir überfordert war. So, ja, weil ich ja auch nicht locker gelassen habe. Ja, aber natürlich hast du nicht locker gelassen. Kein Mensch würde locker lassen, wenn es einem so schlecht geht. Man will ja überleben. Ja, aber das ist ja nicht, darauf ist ja die Schulmedizin nicht ausgerichtet, ne? Die Schulmedizin ist darauf ausgerichtet, also in Notfällen zu helfen oder Medikamente zu verschreiben. So sind meine Erfahrungen. Ich habe sicherlich auch einzelne gute Ärzte getroffen, aber wenig. Ja, also da sind mir Sachen passiert oder mir wurden Sachen gesagt, dem trauere ich schon nach, ja. Wo ich denke, Mensch, ich hätte nur einen richtigen Arzt treffen können oder eine Person, die mir das vor 20 Jahren gesagt hätte, was mit mir los ist. Und auf der anderen Seite bin ich dann total stolz auf mich, weil ich weiß, ich habe schon ein Gespür dafür, für richtig und falsch. Ja? Und ich werde nie aufgeben, bis ich weiß, was die Wahrheit ist. So, ich kann gar nicht anders. Ne? Und es hat mich halt unheimlich stark auch gemacht. Aber es ist schon auch ein Prozess. Ne? Also, Natürlich, gerade wenn man so lange erkrankt war, den Körper wieder aufzubauen, ihn aufzupäppeln, das Immunsystem zu stärken einerseits und andererseits die Viren auszuhungern, das ist ein Riesenprozess. Und dann noch die Leber, die so angeschlagen ist, ihr da auch nicht zu viel zuzumuten jetzt in der Reinigungsphase, das ist bestimmt auch einfach ein Balanceakt. ja. Ja, und es ist ja auch sehr zeitintensiv. Ne? Also das ist ja auch ein Fulltime-Job, sich damit zu beschäftigen. Ja, gesund zu werden ist ein Fulltime-Job, definitiv. Ja. Ja. Du bist deine eigene Krankenschwester. Genau, und meine eigene Köchin und. Ne? Also, aber ich muss halt immer an deinen Satz denken, den du mal gesagt bekommen hast. Wenn Sie gesund werden wollen, dann müssen Sie außerhalb der Schulmedizin suchen. Und das kann ich einfach nur bestätigen. Ja, Ja, das hat mir damals eine Arzthelferin gesagt und das war für mich der Impuls,
ja, diese Wege, die ich immer gegangen bin, in Krankenhäuser zu verlassen und zu sagen, gut, was gibt es denn noch da draußen, was klug klingt, weil ich wollte auch nicht mir irgendwas anziehen, sondern es sollte schon etwas mit Verstand und möglichst Herz ja, für mich bereithalten. Und das war ja dann auch über die Medica-Medium-Bücher, über die ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Ja. Wie ist es denn heute, wenn du jetzt eine Momentaufnahme machst? Und du bist jetzt nicht allzu lange dran und du hast schon angedeutet, es ist nicht leicht, es ist kein leichter Weg, keine leichte Entgiftung. Du darfst ehrlich sein, wir sind hier bei Chronisch Ehrlich. Ja. Nein, es ist nicht einfach. Ich finde es oft auch wirklich anstrengend, ja, einfach weil es so zeitintensiv ist. Auf der anderen Seite bin ich total glücklich, dass ich endlich also die Wahrheit gefunden habe meiner ganzen Erkrankungen, ja, dass ich diesen Ursprung wirklich habe, warum das so ist. Ich kann mir das jetzt endlich erklären. Ja, und das ist auch schon sehr, das gibt einem auch schon eine extreme Energie, gell? Einfach mal das einordnen zu können und nicht, ich bin falsch, mein Körper ist falsch, sondern wirklich so, okay, da sind wir angegriffen worden, da waren einige Dinge, die mich aus dem Gleichgewicht gebracht hat und jetzt muss ich da zurückfinden ins Gleichgewicht. Also ich kann mir im Moment noch gar nicht richtig vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn ich noch mehr Kraft habe. Also wenn ich gesund werde. Dass, ich weiß, dass das kommt. Ich habe das auch im Fokus, aber das fühlt sich noch so fremd an, weil ich bin so lange krank. Ja, ich habe diesen Stempel schon so lange. Also man identifiziert sich ja auch damit. Das ist ein super Punkt, Miriam, den du ansprichst. Und der wird ganz schnell außer Acht gelassen, weil wir in unserer Gesellschaft immer so auf Erfolgsstories sind. Wenn man jahrelang krank war, dann ist es eine Identifizierung damit und man ist in diesem Programm und das hat nichts damit zu tun, dass man sich jetzt halt an den Zustand gewöhnt hat und so weiter, sondern man hat das kommuniziert und von außen wurde es einem auch kommuniziert, das festigt sich. Ich muss dir ganz ehrlich erzählen, Miriam, da ging es mir schon besser, weil ich auf dem Weg, auf den, wie sagt man, aufsteigenden Ast, genau, auf dem befand ich mich. Und ich hatte dann ein Entgiftungstief und ich wusste aber schon, wie es sich anfühlt, stärker zu sein, mental und körperlich. Und plötzlich musste ich weinen. Ich musste so weinen und es war aber ein anderes Weinen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, es ist jetzt irgendwas anders. Bis ich gemerkt habe, dass ich weine, dass ich gerade eine Lebensphase verabschiede und mich auf dem Weg in eine neue befinde. Und ich habe meinem Mann gesagt, es ist mir jetzt echt peinlich, dir das zu sagen, aber ich muss gerade Abschied nehmen von meinem Krankheits-Ich. Und da kommt eine neue Priscilla und das überfordert einem auch ein bisschen. Ja, genau. Die anzunehmen, zu sagen, okay, die andere, das Alte lassen wir zurück. Und das Neue kommt. Die alte lassen wir zurück. Ja, das ist genau, also ich hätte es nicht besser sagen können. Ich hatte das jetzt wirklich bei dem Film Heal, da gab es so einige Stellen, also ich kann den Film nur empfehlen, ja. Da war eine Stelle, da ging es um den Heiler, der mit der Frau gearbeitet hat und sie saß da auf dem Stuhl und hat gesagt, sie weiß, glaube gar nicht, wer sie ist, wenn sie gesund ist, ja. Und ich merkte so, ich habe das dann auch wirklich, ich habe mich fotografiert, um das festzuhalten, weil es ist das, was du sagst, es ist ein anderes Weinen, weil man weiß, da kommt jetzt was Neues, aber das hat mir auch Angst gemacht, weil ich dachte, ja, wer ist das denn dann? Wer kommt denn dann? Ja. Also die neue Miriam. Also das ist ja auch für den Partner nicht so einfach. Er lebt ja auch schon so lange damit. Ja, also meinem Mann macht das auch ein bisschen Angst, wenn jetzt, wo er so diese Veränderung sieht. Ne? Das ist so was Großes. Und auf der anderen Seite
kann ich das aber greifen, also ich merke das und ich sehe das auch und ich will dahin. Ja? Ich möchte das haben. So. Das fühlt sich gut an, aber einfach, das fühlt sich fremd an. Und Genau. die Krankheit ist mir ja auch ein Freund geworden. Ja, auch ein schlechter Freund ist ein Freund. Das stimmt. Ja, man hat ja so seine Zwangsbeziehungen. Also irgendwie hat man sich ja arrangiert und das loszulassen und zu akzeptieren, nein, du sitzt jetzt nicht mehr 2-mal die Woche beim Arzt, du kannst jetzt andere Dinge tun oder ja, also man füllt halt seine Zeit mit anderen Dingen und nicht mit Arztterminen oder irgendwas recherchieren, was es denn jetzt noch sein könnte. Ja. Ja. Es ist ein anderes Leben und ich finde, man muss sich da ganz langsam vortasten, weil das etwas ist, was man halt so nicht kennt. Also ich kenne es nicht. Genau. Leider. Ja. Und auch Beziehungen verändern sich zu anderen Menschen. Es sind auch Menschen, die ich verabschiedet habe aus meinem Leben oder wo ich so merke, das passt einfach für mich nicht mehr. Ohne da böse zu sein. Aber also da spielen so viele Faktoren rein. Ja. Mir hat mal ein Heilpraktiker gesagt, als ich reinkam, also wenn Sie in den Raum kommen, dann ist das kein Lüftchen, sondern dann ist das ein Sturm. Und ich dachte immer, wovon redet er? Ich weiß nicht, was er meint, weil ich bin froh, wenn ich irgendwie vorwärts kommen kann. Aber er hat wahrscheinlich schon gesehen, was meine eigentliche Persönlichkeit ist. Ne? So. Ja. Und ja, das finde ich auch nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, gesund zu sein. Ich habe eine Ahnung davon, ja. Aber ich habe noch keine Ahnung davon, wie es ist, ohne Symptome zu sein. Ja. Und da bin ich einfach total gespannt drauf und freue mich auch drauf, habe aber auch Respekt. Ne? So, also Ja, und das ist ja auch nicht schlecht, weißt du, dass man den Körper jetzt auch nicht übergeht und ganz schnell entgiften möchte und was auch immer, sondern dass man wirklich in dieser Partnerschaft unterwegs ist, du und dein Körper, und ihr habt zusammen einen Plan und ihr geht Hand in Hand und es ist euer Tempo. Ja. Du kannst den Körper auch einfach nicht zwingen. Ne? Also er zeigt mir das schon ganz deutlich auf. Hier, jetzt brauche ich mal wieder eine Pause oder wir müssen einen Schritt langsamer gehen. Bei mir zeigt sich das wirklich über die Leber. Also ich spüre das auch. Und ja, es ist so, wie du gesagt hast, wenn man eins lernt auf dem Weg, dann ist es wirklich Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Und langsam gehen. Ja. Ja, vielen Dank, liebe Miriam. Gibt es noch was Abschließendes, was du gerne sagen würdest unseren Zuschauern? Also auf jeden Fall würde ich allen sagen, dass sie nicht aufhören daran zu glauben, dass sich der Zustand wieder ändern kann. Und dass wenn sie merken, dass sie bei einem Arzt rausgehen und einfach spüren, das war nicht das Richtige, dass sie das abschütteln und weitersuchen, ja, dass sie Netzwerken, dass sie Menschen finden, denen es ähnlich geht, weil das war so mein Weg, nicht aufzugeben und wirklich bei seinem Bauchgefühl zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass es richtig ist, was ich spüre und was ich wahrnehme. Und dass es egal ist, wer vor mir steht, ob es ein Professor ist oder sonst wer, darauf zu vertrauen, auf mich und meine innere Stimme. Und dann glaube ich, dann wird es sich ändern Stück für Stück, ja. Dann kommt man dahinter. Ja, das sagst du viel Wahres. Vielen lieben Dank dafür. Und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Chronisch Ehrlich. Dies ist der Kanal,
wo chronisch Erkrankte Mitgefühl und Inspiration abholen können, und wir zeigen die Gesichter hinter der Krankenakte. Und wir freuen uns unglaublich, wenn du uns ein Like hinterlässt oder den Kanal abonnierst, damit du kein weiteres Video verpasst. Schreib uns auch gerne Kommentare, damit wir darauf eingehen können. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!